Heute möchte ich euch das MSI Tomahawk Z270 Motherboard aus der Arsenal Gaming Serie vorstellen. Und da ist auch schon das gute Stück. Es kommt, wie ich finde, in einer optisch sehr ansprechenden Verpackung daher. Sowohl Vorderseite als auch Rückseite sind mit vielen wichtigen Details und natürlich dem Board an sich bedruckt. Dann packen wir es mal aus. Hier haben wir das Board an sich und neben dem Board haben wir ein sehr ausführliches multilinguales Handbuch, eine Treiber-CD, um das Board auch vollständig nutzen zu können, ein Schein, um sein Produkt bei MSI zu registrieren und eine kleine Danksagung, immer beliebter ein Quick Installation Guide, 2 SATA-Kabel, davon eins in einem 90-Grad-Winkel und die I/O-Blende. Schwarz, sehr schön, wie ich finde. Das Board kommt gut verpackt in einer extra Kartonschale in der eigentlichen Verpackung. Diese ist sehr steif und bietet guten Schutz vor Transportschäden und natürlich eine antistatische Folie. Zum Optischen kann man nur Lob aussprechen. MSI ist ja schon lange dafür bekannt, ihre Produkte speziell an Gamer zu richten und diese auch entsprechend zu designen. Und was wir hier haben, ist eindeutig ein Hingucker. Und nicht nur optisch kann das Mainboard punkten, aber dazu später mehr. Die Arsenal-Serie gehört zwar nicht zu den Top-of-the-Line-Produkten von MSI, muss sich aber keineswegs verstecken. Diese Reihe soll an eine Waffe im Kampf auf dem Gaming-Schlachtfeld erinnern. Die Heatsinks gleichen der Panzerung eines Kampfpanzers und das Board durchzieht eine Marmorierung wie eine Tarnbemalung. Ein I/O-Schutz findet bei immer mehr Mainboard-Herstellern Einzug, was ich nur befürworten kann. Man weiß ja nie, ob man aus Versehen mal gegenhaut. Wie wir sehen, haben wir viele metallene Highlights, die aber nicht nur einen optischen Effekt liefern, sondern auch Kontakte schützen sollen. Wie hier am PCIe und M.2-Slot. Diese sollen wohl nicht nur gegen Biegen und Brechen helfen, wie zum Beispiel durch schwere Grafikkarten, sondern angeblich auch vor ungewollter Strahlung und Interferenzen schützen. Doch leider muss man sagen, fehlt der Arsenal-Linie der MSI bekannte M.2 Shield Heat Spreader. Und nun kommen wir noch zu den harten Fakten des Boards. Wir haben natürlich, wie es der Name schon sagt, einen Z270 Chipsatz, der Support für die Intel CPUs der 6. und 7. Generation liefert. Wir haben 4 DDR4-Slots, die bis zu 3800 MHz übertaktbar sind und mit dem DDR4-Boost von MSI ausgestattet wurden, der die Signalübertragung zwischen Speicher und CPU abschotten soll. Wir haben 6 Lüfteranschlüsse, einer davon optimiert für AIO und Custom Wasserkühlung durch einen 2 Ampere Anschluss, zum Beispiel für Pumpen. Wir haben Multi-GPU 2-Wege AMD Crossfire Support und eine bessere Belüftung durch gute Platzierung der PCIe-Slots, diese liegen etwas weiter auseinander. Wir haben 3 PCIe 3.0 Slots und 3 PCIe-Slots, 2 M.2-Anschlüsse, die bereit sind für Intel Optane Memory Technology. Wir haben 6 SATA 6 Gigabits Anschlüsse. Im I/O-Panel finden wir Audio, Out und Input, Gigabit Intel Gaming LAN, 4x USB 3.1 Gen 1, ein HDMI-Anschluss, 2x USB 3.1 Gen 2, Typ A und Typ C mit Lightning-Controller. Wir haben einen DVI-Anschluss, einen PS2-Port, nennt mich altmodisch, aber ich finde es gut, dass der immer noch verbaut wird. Wir haben 2x USB 2.0, die als Gaming-Device-Port dienen sollen. Das sind Anschlüsse in höherer Verarbeitungsqualität für Gaming-Peripherie. Und natürlich haben wir noch weitere Anschlüsse auf dem Board, zum Beispiel für Front-USB, Front-Audio und so weiter. Auf dem Mainboard finden wir auch den sogenannten Audio Boost. Die roten LEDs auf dem Mainboard sollen nicht nur optisch gut aussehen, sondern auch einen isolierten Audioschaltkreis abgrenzen. Dieser soll eine dedizierte Soundkarte ersetzen. Weitere Funktionen des Boards sind Gaming-Hotkeys, der Click BIOS 5, den ich sehr übersichtlich und einfach zu bedienen finde, sodass Anfänger es einfach haben, hier Einstellungen vorzunehmen. Aber im Advanced Mode können Profis auch jede kleinste Einstellung verfeinern. Wir haben auf dem Board noch Debug-LEDs, Style-LEDs und Anschlüsse für externe LEDs. In der Zusammenfassung lässt sich sagen, dass das MSI Tomahawk Z270 Motherboard
für diesen unschlagbaren Preis eindeutig überzeugen kann. Ich finde, es bietet mehr Ausstattung und Feinheiten als die Konkurrenz in der gleichen Preisklasse. Und es ist auch schöner anzusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und jetzt kommen noch ein paar Videos und Bilder zum Board. Hero, I wanna be a hero.